Willkommen zu dieser Ausgabe von Underplayed Commander Spotlight. Diese Woche mit Basandra, Battle Seraph. Basandra ist eine der Kreaturen, die ich wohl nicht ganz unvoreingenommen beschreiben könnte. Denn bei Basandra handelt es sich tatsächlich um meine allererste Commander-Kreatur. Denn bevor ich das Format kannte, war ich ein Fan von einfachen Küchentischdecks und habe mich wenig mit dem Format beschäftigt. Bis ich einmal die Chance bekommen habe, in dem Spielladen hier um die Ecke, bei dem ich auch auf Turnieren und sowas spiele, einmal Commander zu spielen. Und zwar hat ein Fremder mir sein Deck geliehen, damit wir beim Warten auf das Pre-Release ein paar Runden Commander spielen können. Ich war so begeistert von dem Format, dass ich mein rot-weißes legendäres Engel-Kreaturendeck quasi von einem 60-Karten Spaßdeck in ein Commander-Deck umfunktioniert habe. Das Ergebnis war atemberaubend und ich habe das Format auf diese Weise für mich entdeckt. Basandra ist da leider ein bisschen auf der Strecke geblieben, denn ihre Fähigkeit war so repressiv für den Freund, mit dem ich zu diesem Zeitpunkt hauptsächlich Magic gespielt habe, dass ich sie schnell in ein Rasia-Deck umfunktioniert habe. Schlicht und einfach, weil ich in Ravnica mit dem Spielen angefangen hatte und Rasia eine meiner ersten legendären Kreaturen war. Erst mit dem Voranschreiten meiner Erfahrungen in dem Format hat sich herauskristallisiert, dass Rot-Weiß eine sehr unbeliebte Farbenkombination ist, daher auch Basandra relativ wenig Beachtung bekommt. Im Moment sind es 99 Decklisten auf EDH Rec und damit ist sie zwar noch vor Rasia, die extrem unbeliebt ist, also immer noch nicht der letztplatzierte Engel, aber der vorletzte, und das ist nicht unbedingt eine unglaublich tolle Angelegenheit, wenn man sich überlegt, wie beliebt Aurelia und Gisela auf den ersten Blick sind. Bis sich einem offenbart, dass die Farbenkombination einfach die am wenigsten gespielte in dem ganzen Format ist, was primär wohl daher rührt, dass die Commander in erster Linie langweilig sind. Wenn man von Basandra und Brian Stroudarm absieht, sind nämlich alle relativ schadens- oder hauptsächlich auch angriffsbasiert und bieten wenig Platz für irgendwelche Arten von Variationen oder besonderen Twists und neigen sicherlich dazu, Good Stuff Aggro-Decks zu sein oder halt starke Engel-Thematiken zu haben. Daher kann ich mir auch die Beliebtheit von Aurelia und Gisela nur in der Hinsicht erklären, dass sie einfach davon profitieren, dass Engel ein so beliebtes Volk in Magic sind. An Basandra geht das relativ vorbei, obwohl sie die Möglichkeit hat, tatsächlich das einzige nicht auf dem eigenen Angriff basierende Deck zu bauen. Und zwar in einer Art und Weise, die Weiß und Rot eigentlich sehr gut können, das Angreifen an sich zu einer kostspieligen Angelegenheit zu machen. Das geht mit Disrupt Decorum, Light of Sanctions und Powerstone Minefield, solchen Karten. Diese Karten in Kombination mit Basandra sind hervorragend, da sie es einfach ermöglichen, das Deck in komplett ungewohnter Weise zu bauen, was auch die Gegenspieler, sofern sie das Deck nicht kennen, völlig überraschen kann. Weiß verfügt ja zum Beispiel auch über viele Kontrollzauber, die den Gegner in seinem Aktionsradius einschränken, was nur noch die politischen Dimensionen erhöht, die das Deck ohnehin schon hat. Keine Frage, natürlich bedarf es auch eines aggressiven Parts, mehr Optionen hat dieses Deck nicht, aber sie reichen durchaus aus. Also hoffe ich, dass dieses Video Basandra ein bisschen mehr in den Fokus der Aufmerksamkeit rückt und all jene, die weiter an dieser Farbenkombination festhalten wollen, mich einbegriffen, sich eventuell einmal überlegen, dass es auch anders gehen kann, als man in dieser Farbenkombination üblicherweise gewöhnt ist. Basandra bietet in jedem Fall genug Werkzeuge an die Hand, um sich daran zu versuchen. Und in diesem Sinne möchte ich mich für heute verabschieden. Danke fürs Zuschauen, macht's gut.